Wenn man als Anfänger mit der Betonverarbeitung beginnt, kann es ganz schnell passieren, dass man beim Ausschalen mal so ein Ergebnis hier erzielt. Und dann stellt man sich ganz schnell die Frage, ab damit auf den Müll oder kann man da noch was machen? Ja, mit dieser Frage werden wir uns heute in dem Video beschäftigen und letztendlich geht es dann eigentlich um das Thema Betonkosmetik. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich von euch ziemlich oft gestellt bekomme, wie mir jetzt Sichtbetonoberflächen, die nicht ganz so gut gelungen sind, wo ja, Luftanschlüsse und Fehlstellen, vielleicht auch sandige Oberflächen dann enthalten sind, wie man das kaschieren kann. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute mal das Video zu machen. Aus diesem Grund habe ich auch diese Platte hier hergestellt. Ich habe mich da wirklich bemüht, ein maximal schlechtes Ergebnis zu erzielen. Ja, was letztendlich gar nicht mal so einfach ist, aber ich denke, ist mir ganz gut gelungen. Natürlich ist es jetzt auch wieder übertrieben, also so schlechte Oberflächen wird man selten haben, aber an so einem Beispiel kann man es dann letztendlich auch am besten erklären. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. In der Vergangenheit habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie ich mir meinen Mörtel für die Betonkosmetik selber angemischt habe. Ja, das ist allerdings nicht ganz einfach, weil man dafür mehrere Komponenten braucht, unter anderem auch Quarzmehl und da kommt man nicht so ganz einfach ran. Deswegen habe ich bei meinem Kooperationspartner beim Mörtelshop mal im Shop nachgeschaut, ob es da irgendwie ein passendes Produkt gibt, was man verwenden könnte. Und da bin ich eben auf dieses Produkt hier aufmerksam geworden. Dabei handelt es sich um den Marfino. Das ist ein extrem feinkörniger Mikrozement mit besonders guten Haftfähigkeiten und der wird eigentlich zum Verspachteln von Wänden benutzt, ja, wenn man Betonoptik herstellen will. Und ja, jetzt will ich mal testen, ob das dann auch für die Oberflächen hier geeignet ist, dass man die dann eben damit ausbessern kann. So, und dafür werde ich mir den Mikrozement jetzt erstmal anmischen. Bei dem Mikrozement handelt es sich um eine Fertigmischung, der letztendlich eigentlich nur noch Wasser zugeben müsst und dann wird das Ganze so lange angerührt, kann ihr mit der Hand machen oder auch mit der Maschine, bis es eine sämige Konsistenz ergibt. Die Farbe von dem Mikrozement ist weiß, das bedeutet, dass man der Mischung dann letztendlich noch Pigmente zugeben muss, um dann die richtige Oberflächenfarbe von dem Beton zu erhalten. Ja, das ist in dem Fall die größte Herausforderung, das ist nicht ganz einfach. Ich habe jetzt hier schwarze Pigmente verwendet, aber es gibt auch betongraue Pigmente, die wären jetzt hier wahrscheinlich besser geeignet gewesen. Letztendlich muss man halt schauen, dass das Ergebnis dann ungefähr so aussieht wie der Untergrund, also den Beton, den man dann überspachtelt. Ich würde hier empfehlen, dass man immer die komplette Oberfläche spachtelt, weil dann sieht man später keine Übergänge. So, den Mörtel hätte ich jetzt mal angemischt. Bevor wir jetzt mit dem Spachteln beginnen können, werde ich die Oberfläche vom Beton noch ein wenig anfeuchten, sodass der Mörtel dann nicht so schnell anzieht. Beim Befeuchten der Oberfläche solltet ihr darauf achten, dass der Beton wirklich nur feucht ist und nicht komplett nass und dass vor allem in den Poren kein Wasser stehen bleibt. Dann kann man schon mit dem Spachteln der Oberfläche beginnen. Den Mörtel habe ich ganz normal mit einer Spachtel aufgetragen und dann großflächig verteilt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr es hier nicht zu dick auftragt, weil sonst müsst ihr später wieder zu viel schleifen. Es sollte aber ein geringer Überstand vorhanden sein, sodass die Löcher später komplett geschlossen sind und die Oberfläche plan abgeschliffen werden kann. Soweit so gut. Mit dem Spachtel bin ich jetzt mal durch. Ich werde den Mikrozement jetzt bis morgen aushärten lassen und dann geht es mit dem Schleifen der Oberfläche weiter. Wenn euch meine Videos gefallen, habt jetzt noch kurz Zeit, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Geht gleich weiter. So Leute, da bin ich wieder. Der Mörtel, ja, der ist soweit hat. Dann werden wir jetzt mal hier mit dem Schleifen weitermachen. Beim Schleifen habe ich zuerst mit einem groben Schleifpapier mit einer Körnung von 120 angefangen und die groben Überstände abgeschliffen. Dann ging es mit dem 180er Korn weiter und letztendlich habe ich dann den Endschliff mit 240er Körnung durchgeführt. Dadurch erreichte dann eine relativ glatte Oberfläche.
Ja, das fertige Ergebnis habt ihr gesehen. Ich denke, kann man lassen. Dafür, dass es eigentlich nur eine Notlösung ist, ist es relativ gut geworden. Die Oberfläche ist komplett glatt und insbesondere, wenn man sie im Vorher-Nachher-Vergleich sieht, würde ich sagen, ja, ist das doch echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, ihr habt gesehen, es funktioniert. Also ich würde sagen, für die Beton und Kosmetik ist das Produkt geeignet. Das hat ganz gut funktioniert und auch von der Anwendung her, habt ihr ja gesehen, war das komplett unkompliziert. Also das kriegt eigentlich jeder hin. Ja, ich werde euch den Mikrozement mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch mal genauer anschauen, wenn euch dafür interessiert. Gibt ja auch noch andere Anwendungsbereiche, wo ich jetzt heute nicht darauf eingegangen bin. Aber da könnt ihr gerne selber mal schauen. Ja, ich würde sagen, zum Verspachteln von irgendwelchen Sichtbetonwänden oder Decken ist es echt eine gute Alternative. Damit wären wir heute schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Video war für euch wieder ein wenig interessant. Ich hoffe, ihr habt wieder ein wenig was mitnehmen können. Und dann würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, auch wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Produkt habt. Wenn, dann könnt ihr euch auch direkt an den Metal Shop wenden, wenn ihr da ganz spezielle Fragen habt, weil die kann ich euch wahrscheinlich auch nicht dann so detailliert beantworten. So, für heute wären wir fertig. Ich wünsche euch alles Gute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder sehen. Bis dahin, macht's gut, ciao.